Wir sind jetzt auf dem Weg an den Badestrand von Locarno, weil es hat 32 Grad und ich denke, eine kühle Erfrischung im See ist doch sehr, sehr willkommen. Nach einem erfrischenden Bad im See geht's zurück zum Stellplatz, wo wir unsere Fahrräder schnappen und auf gut ausgebauten Fahrradwegen dem See entlang nach Tenero fahren, um dort einzukaufen. Willkommen zum 9. Teil unserer Tour de Suisse mit dem Wohnmobil. Wir sind in Locarno und machen heute mal eine zünftige Fahrradtour durch den Ort. Wir müssen auch einkaufen gehen und da eignet sich doch Locarno vorzüglich dazu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Wir sind jetzt hier beim Einkaufscenter angekommen. Wir sind jetzt auf der Suche nach so kleinen Säckli für den Schmuck, den Silvia herstellt. Aber das sehen wir dann in einem anderen Video. So, wir haben die Säckli gefunden und somit steht einer sauberen Sortierung der Steine nichts mehr im Weg. Da so ein Einkauf auch einiges an körperlicher Ressource abverlangt, haben wir uns dazu entschlossen, einen vollmundigen, feinporigen Cappuccino im Einkaufskomplex ansässigen Restaurant einzunehmen. So, wir sind jetzt wieder zurück. So, wir sind jetzt wieder zurück von unserem ausgiebigen Shopping-Trip und jetzt geht es weiter ins Matcha-Tal hinein. Wir möchten noch etwas Natur genießen. Der Wohnmobilstellplatz in Locarno befindet sich auf einem ehemaligen Schlachthofgelände. Was im ersten Moment etwas makaber erscheinen mag, entpuppt sich doch als strategisch ideal. Der Hafen und das Stadtzentrum sind nur 500 Meter entfernt und somit schnell zu erreichen. Es gibt 37 Plätze, eine Fähr- und Entsorgungsstation und der Platz kostet 1 Franken pro Stunde, was auch dem gängigen Tarif für die umliegenden Parkplätze entspricht. Bevor wir losfahren, müssen wir noch Fähr- und entsorgen und das geht hier auf diesem Platz recht gut. Wir werden uns heute jetzt Locarno ansehen.
Wo die Maccia ihre Wasser in den weiten Lago Maggiore entlässt, dort liegt, von mildem Klima und subtropischer Flora gesegnet, die Stadt Locarno. Ihre Geschichte ist so tief in den Tessiner Boden verwurzelt wie die stolzen Palmen, die heute ihre Ufer säumen. Die Seele Locarnos liegt heute an der belebten Piazza Grande. Eingefasst von eleganten, Bogengängen gesäumten Gebäuden ist sie der Schauplatz großer kultureller Ereignisse. Alljährlich im August versammelt sich hier die internationale Filmwelt zum berühmten Locarno Film Festival, wenn die Leinwand unter freiem Himmel strahlt. Aber auch die Musikfestivals wie Moon & Stars verleihen dem Platz im Sommer eine elektrisierende Atmosphäre. Hier wird auch das berühmte Moon & Stars Festival ausgetragen. So eine Mischung aus Street Art, Street Food and Music, das wir selbstverständlich besuchen werden. Hoch über der Stadt thront die Wallfahrtskirche Madonna del Sasso, ein Ort der Ruhe und Andacht, der einen unvergleichlichen Blick auf den See und die majestätischen Berge bietet. Die Altstadt lädt mit ihren engen, gepflasterten Gassen, alten Kirchen und Herrschaftshäusern zum Verweilen und Entdecken ein. Ein stiller Kontrast zum modernen Treiben an der Piazza. So steht Locarno, eingebettet zwischen Berg und See, als Stadt der Geschichte und der Künste, ein Vermächtnis aus keltischer Urzeit, römischer Präsenz, mittelalterlicher Macht und europäischer Diplomatie. Wir sind nun durch mit der Exkursion in Locarno. Ich würde mal sagen, Locarno ist eine wunderschöne Stadt am Lago Maggiore. Nur die glorreichen Zeiten sind definitiv vorbei. Mal schauen, ob sich das noch ändern wird und ob Locarno vielleicht noch ein Comeback feiern wird. Wenn wir schon mal hier sind, lassen wir es uns selbstverständlich nicht nehmen, das Moon & Stars zu besuchen. Seit dem Jahr 2004 lockt diese magische Kulisse jedes Jahr über 100.000 Besucher an den Lago Maggiore. Es ist mehr als nur ein Festival. Es ist ein einzigartiges Gesamterlebnis, eine perfekte Liaison aus Dolce Vita und Weltklasse-Musik. Letztere mussten wir aus urheberrechtlichen Gründen durch den momentan zu hörenden Track ersetzen. Wir hoffen, dieses Video hat euch etwas Spaß gemacht. Mit einem Daumen zeigt ihr eure Wertschätzung und unterstützt unsere Arbeit. Das freut uns riesig. Im nächsten Video geht es nach Andermatt und auf den sagenumwobenen Gotthardpass, wo wir auf über 2000 Metern möglicherweise übernachten werden.